Heute zeige ich dir wieder mal Ideen mit einem Kreativset von Stampin' Up. Dieses ist das Set Danke sagen und wie ich das einmal vom Inhalt her in Anführungsstrichen verdoppel, also aus 9 Karten 18 Karten mache, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Herzlich, Basteleien mit Herz, das ist heute das Thema. Wie kommt's? Kreativität verbindet. In unserem heutigen Videohop von Stempelfamilie und Friends zeigen wir dir insgesamt 5 Ideen mit Herz. Wir, das sind Annalena, Merle und ich, und heute exklusiv haben wir eine Gastdemo dabei. Die liebe, das liebe Stempel Marile ist spontan eingesprungen und unterstützt uns dieses Mal mit einer ihrer kreativen Ideen. Ganz herzlichen Dank dafür. Verlinkt habe ich alle am Ende des Videos und in der Beschreibung findet ihr ebenfalls die Playlist zu unserem Videohop. Jetzt lese ich nicht mehr vom Zettel ab. Das Kreativset Danke sagen habe ich ja schon vorgestellt in einem kurzen Video und heute möchte ich aus dem Inhalt, den ich euch schon gezeigt habe und den ihr vielleicht schon gesehen habt, mit ein paar Zubehörteilen einige herzliche Karten machen. Danke-Karten kann man ja immer da gebrauchen und herzliche Karten immer da gebrauchen, wo man Danke sagt, wo man Valentinstag feiert oder überhaupt überall da, wo man sich herzlich begegnet. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach, indem ich einmal eine Stempeltechnik verwendet habe, dann auseinandergeschnitten habe und wieder zusammengefügt habe oder wieder geteilt und neu zusammengefügt habe. Verwendet habe ich die Farben, die aufgeführt sind. In den Kreativsets gibt es immer eine Beschreibung. Ich habe jetzt alle verpackt, aber die findet ihr da drin. Und da sind auch die Farben aufgeführt und ich habe also ergänzt mit den Farben, die ich habe. Ihr könnt aber auch in Schwarz arbeiten oder mit dem, was ihr einfach habt. Blutorange, Amethyst, Pazifikblau, grüner Apfel und Osterglocke. Das sind die Stempelsets. Dann habe ich die Blending-Pinsel verwendet, doppelseitiges Abreißklebeband, genau, Klebepunkte, Abstandsklebepunkte und Farbkarton in den genannten Farben. Noch Grundweiß dazu. Für die zu ergänzenden Kartenrohlinge habe ich dann auch noch das extra starke in Grundweiß genommen. Ja, für die Karten, wie gesagt, das Amethyst, das Pazifikblau, das Blutorange und Weiß. Ich habe das alles schon mal in der Kiste vorbereitet und dann können wir auch gleich loslegen. Ich habe das gestern Abend gemacht. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was drin ist. Es ist ja schon wieder putzig. Es sind natürlich nur 9 Umschläge, also bräuchtet ihr nochmal weitere dazu. Weitere 9, dann kommen wir auf 18. Ich packe das hier mal so der Reihe nach aus. Habe das Material ja, wie ihr seht, schon ein bisschen verbastelt. Lege mir raus, was ich hier habe und fange auch mit meiner Idee, die mir als allererstes einfiel, an. Und zwar habe ich die erste Karte gebastelt und ihr ahnt es schon, das war die mit den Herzen. Passt ja heute zu unserem Videohop, die Sache mit den Herzen. So, beiseite mit der Box. Den Papierschneider braucht man natürlich auch noch. Texte habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Dadurch, dass es Texte in 4 Sprachen gibt, kann ich auch mehrere Karten mit Texten versehen. Dann ist es halt Englisch oder Französisch oder Niederländisch. Das ist die 4. Sprache. Da hatte ich natürlich, wie ihr ahnt, Probleme beim Übersetzen. Logisch, sucht euch jemand, der es kann. Dann könnt ihr auch französische Texte richtig verwenden. Okay, das ist ja die Karte, wie sie in der Anleitung ist. Das zeige ich gar nicht nochmal. Ich würde auch empfehlen, macht eine solche Karte. Dann habt ihr diese ganzen einzelnen ausgebrochenen Herzen. Und das Ding ist super am Laufen und mit denen könnt ihr dann weiter herzlich auf den anderen Karten verzieren. Dieses Element hat man dann natürlich auch als Schablone. Jetzt suche ich mir das Element, mal gucken, wo ich es hingesteckt habe. Da ist es, hier. Ich habe schon kurz geschwitzt, dass hier wieder alles durcheinander geraten ist, aber nein. Ich fange hiermit an und ihr ahnt es schon, das wäre das Original. Und was habe ich gemacht? Ich habe das so, wie es in der Kiste drin ist, bevor ich die Herzen rausgebrochen habe, alle mit den kleinen Abstandsklebepunkten versehen. Muss jetzt nur noch überall diese kleinen
Schnippel abziehen, ihr wisst Bescheid. Ich lasse das hier schon mal so liegen, da könnt ihr euch beschäftigen, währenddessen ich das tue, was ich natürlich vorher hätte machen wollen. Macht das vorsichtig, warum? Genau, weil sonst gehen euch die Herzen zu früh ab. Das ist ja furchtbar, wenn das so ist. Genau, so. Ihr könnt schon mal überlegen, wie es funktioniert, aber es ist ja eigentlich selbsterklärend. Und dadurch, dass ich jetzt mit dem Teil, wie ihr gleich sehen werdet, auch noch schablonenmäßig umgehe, ich muss das mal kurz ablegen, weil es sind noch ein paar Klebepunkte drauf. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich gestern Abend dachte, das musst du morgen unbedingt vorbereiten. Ja klar, wir kennen das. Angela denkt. So. Jetzt einmal pusten. Da ist noch was. Genau. Wenn sie klebrig glänzen, sind sie fertig. Wenn nicht, sind sie noch nicht fertig. Genau, der glänzt noch nicht klebrig. Ihr könnt das ja nicht wissen, aber heute, wo ich das Video drehe, was natürlich dann am Sonntag kommt, der dann ist, in dem Moment, wo ihr zuschaut, heute habe ich Geburtstag. Genau. Und wenn ich Geburtstag habe, das ist so eine Tradition bei mir, mache ich lauter Sachen, die ich gerne mache. Und man glaubt es kaum, ich drehe gerne Videos. Und das mache ich heute. Ich schiebe das mal passend zurecht. Und jetzt kommt der Moment, wo ich das schön drücke und dann knistert das so schön. Und ich hoffe, ich habe alle Herzen abgezogen. Wir sind gespannt. Schön andrücken. Drücken Sie die Herzen an. Und dann ziehe ich hier vorsichtig der Reihe nach. Ich breche es raus, genau. Und dann habe ich Tatsache zum einen, da ist glaube ich eins, was ich nicht abgemacht, wo ich nicht geklebt habe. Dann habe ich das Ganze schon mal angefangen zu vervielfältigen. Ihr seht, es sträubt sich und ihr seht auch, wo ich was vergessen habe. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir das so lassen. Die zwei habe ich vergessen, das ist ja mal auch wieder putzig. Jetzt gucke ich natürlich, dass ich die, also ich habe vergessen, die Schutzfolie abzuziehen. Nehme ich meine Pinzette und mache das, was ich ja eben vermeiden wollte, aber ihr macht das ja viel besser. Und setze die jetzt passgenau da rein. Diese auch. Und übrig habe ich eine Schablone. Und die Dauerzuschauer meines Videokanals wissen das. Ich habe die Schablone schon mal in einem der letzten Videos verwendet. Aber erstmal zeige ich die Karte. Ist cool, oder? Vergleich dazu diese. Und wenn ich das Teil nehme und umdrehe und zum Beispiel auf ein weißes Stück lege und wie hier in dieser Karte von unserem letzten Demo-Doppel, meine Karte in der Karte, habe ich hier diesen Hintergrund mit Strukturpaste gestaltet. Auch das geht also wunderbar mit dieser Schablone, die wir jetzt gemacht haben. Und damit wir sie nachher so rum benutzen können, nehmen wir uns jetzt ein Stück Papier. Ich hoffe, ich habe es vorbereitet. Ich habe es vorbereitet, nur woanders liegen. Muss ich holen? Soll ich? Muss ich suchen? Finde ich, da ist es. Lege das mir hier auf den Arbeitstisch, halte das schön fest. Wem das nicht reicht, würde es fixieren mit einem, wie heißen die? Washi-Tape, oder? Kann man ja so ein bisschen fixieren. Oben und unten, damit das nicht verrutscht, genau. Und dann arbeiten wir wunderbar in Regenbogenfarben. Und wie wir das machen, ist uns überlassen. Hier habe ich mir irgendwas überlegt und das mache ich hier auch. Ich überlege mir einfach irgendwas. Ne? Ich lege das Gelb jetzt mal hier hin. Dann kommt das Blutorange nach oben. Hier oben hin. Was habe ich gemacht? Ich habe es nicht falsch rumgenommen. Das macht aber nichts. Da seht ihr gleich mal den Unterschied für die nächste Karte, denn dann werde ich das einfach. Also ich sag's noch, ich soll es falsch rumnehmen und mach's nicht. Ja, heute habe ich Geburtstag, da geht alles. So. Dann nehmen wir das Grün. Und ihr seht schon, das passt alles super zusammen, weil ich eben die gleichen Farben genommen habe, die hier in dem Kreativset verwendet werden. Und wenn es nicht passt, dann liegt es daran,
Hier kommt mal so eine kleine Bürste von den neuen zum Einsatz. Das vielleicht in der Bürste, weil ich habe ja immer so Farbfamilien noch, eine alte, also ein anderes Grün drin war. Das sehe ich hier so bei dem Grün, würde ich sagen, es passt nicht ganz. So, wo ist meine gelbe? Hier. Gut. Und jetzt machen wir Folgendes, weil wir es ja falsch rum benutzt haben. Nehmen wir es einfach so. Packen erstmal alles wieder vorsichtig zu, ziehen es ab und haben den Untergrund hier so gestaltet für unsere Karte. Den Rand können wir jetzt überlegen, ob wir den noch weiter bürsten. Müssen wir es nochmal drauflegen. Machen wir vielleicht auch nochmal. Jetzt ziehe das jetzt mal noch ein bisschen nach. So. Gehe nochmal über die einzelnen Farben. Aber auch nicht übertreiben. Könnt ihr alles noch schöner machen, aber die Idee ist verstanden, denke ich. Rot hier oben. Ja, jetzt hat es sogar außen einen schönen Rand. Und dieses hier kann man genauso farbig auch auf die nächste Karte tragen. Oder man hätte es weiß genommen und nimmt wieder die Bürstchen. Ich hole wieder eine Vorlage. Und würde jetzt hiermit einfach, ich mache jetzt nur, was so ein wenig noch dran ist an meinen Pinseln, meinen Blending-Pinseln, schiebe ich hier noch so die Reste von den Farben drüber. Und ich zeige euch gleich die zwei Ideen. Das ist wirklich jetzt sehr pastellig, aber genauso möglich. Und das heißt, ihr könnt diese Schablone, ist schon wieder verlegt, hier ist sie, auch mehrfach benutzen. Und wenn ihr nachher bei den anderen Ideen von den anderen beiden Karten sagt, das gefällt mir nicht so, da möchte ich lieber das Originale nehmen, kein Problem. Dann nehmt ihr aus eurer Karte, wo ihr ja von jedem Projekt 3 Stück drin habt, eins, nehmt es als Schablone, macht die Grundkarte so, dass ihr dieses Element habt. Hier. Und macht dann schablonenmäßig hier einmal, wenn es das Weiß mit dem Schwarz, ihr seht, denkt euch noch den schwarzen Rand, sieht bestimmt schicki aus. Oder ihr klebt das so rum am Ende hier drauf, das könnt ihr dann entscheiden und macht von dieser Art von Karten einfach jede Menge. Genau. Ja, ich setze das tatsächlich jetzt so bunt drauf, weil ich finde das auch schon wieder witzig. Und dafür gibt es im Paket hier diese kleinen und großen Streifen. Hier, dann setze ich dahin. Nicht zu viel, aber so, dass es gut hält. Oben einen drauf. Ich habe mich bei meinen Karten an das Maß dieser Karten gehalten. Das ist, mal sehen, ob ich es mir gemerkt habe, 4¼ mal 5,5. Genau, Inch in dem Fall. Aber da seid ihr ganz frei. Ihr könnt ja die zusätzlichen Karten auch in den für euch gängigen Kartenformen machen. Dann müsst ihr das nicht zuschneiden. Und ich habe da auch ein bisschen getrickst, weil ich gehe ja immer von meinem A4-Blatt aus und möchte auch nicht zu viel Verschnitt haben. Ich habe das A4-Blatt ganz gängig in der Mitte geteilt. Ja, ich habe da nicht, bin etwas schmaler als 4¼ bin bei 10,5 cm gelandet. Ja, das ist so. Und dann einfach schauen, welchen Text wir haben, was wir da noch draufsetzen können. Ich setze hier mal wieder einen Schatz drauf. Du bist ein Schatz. Auch hier, nachdem ich ja diesen extra mir dazugeholt habe, die Abstandsklebepunkte, die kleinen, könnte ich mit denen arbeiten. Oder mit den Streifen. Da sind wirklich so viele in der Packung drin, dass ihr da gut zurechtkommt. Und dieses Zusatzmaterial, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen die Farben nehmen, habe ich aber nicht, könnt ihr gerne in meiner Kreativwerkstatt fragen. Bei mir gibt es die Farben auch einzeln, die Blätter. Ab 10 Blatt gemischt, bunt gemischt, versende ich dann auch. Am liebsten natürlich bei Sammelbestellungen, da ist nichts extra. Ja, du bist ein Schatz, da sitzt es. Wir hätten noch ein bisschen Faden drunter bauen können. Können wir natürlich auch noch hinterher machen. So viel haben wir nicht mehr. Der Faden ist auch was, wo ich sage, da guckt mal, was ihr noch so für handelsübliche Schnüre bei euch zu Hause habt. Und schaut mal, ob ihr mit denen arbeiten wollt. Ja, genau. So, was machen wir? Wir nehmen den einfach, ziehen den hier nachträglich drunter. Dafür haben wir ja unser... So, schaut mal, schon ist das Fädchen da. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen fixieren, war aber erstmal der erste Gedanke. Ja, zweites Element, drittes Element, ihr wisst, viertes Element. Auch hier aus den ausgebrochenen Herzen, die wir am Anfang, wo ich gesagt habe, vom ersten Element,
Könntet jetzt hier einfach ein paar Herzen draufsetzen und dann gibt das so einen ganz feinen, filigranen Hintergrund. Okay, haben wir schon mal geklärt. Daraus kriegen wir jede Menge Karten. Und um unser ganzes Set zu verdoppeln, kein Problem. Jetzt hätten wir dieses. Das ist der Regenbogen. Der hat mir in gewisser Weise auch die meisten Probleme bereitet. Am Ende habe ich mir gesagt, das passt. Ich nehme einfach diese Karte und schneide sie in der Mitte durch. Da werde ich nochmal einlegen. Ich hatte ja gesagt, am Ende gehe ich jetzt auf 7 cm oder 7,1 und schneide das durch. Damit habe ich den Regenbogen gekippt und habe verschiedene Möglichkeiten. So wäre das Original mit noch ein bisschen Strick drumherum. Und dann nehme ich mir einfach 2 Grundkarten, die ich zugeschnitten habe und schaue, wie ich diese Elemente hier drauf am besten verbrate. Nennen wir es mal verbraten. Genau, der eine wäre ja falsch rum, also muss ich daran arbeiten, dass der eine so rum sitzt, von der Seite eher und der andere so rum. Nachdem ich letztens diese Karte in der Karte gemacht habe, dachte ich mir, es ist immer eine schöne Idee, wenn man noch so eine kleine Geheimbotschaft in einer Karte hat. Also machen wir das hier auch. Die setze ich links oben fest, also klebe ich auf mit einer schönen Mattung. Ich glaube, ich nehme mal die andere Unterlage, um ein bisschen zu variieren. Setze das hier drauf, gut geschnitten und nehme mir eins dieser Elemente. Thank you, danke, merci. Das schaffe ich gerade noch zu übersetzen. Setze das hier drüben hin und da nehme ich wieder diese Streifen aus dem Paket. Also ich denke, das lässt sich alles gut weiterverarbeiten und nutzen bis zur letzten Karte. Und Mathematik ist ja immer unser Ding, ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, 9 Karten ist schon super für 16 €, aber jetzt 9 Karten für 18 Karten für 16 € ist besser. Genau. So, dann suchen wir ein paar Herzen. Was machen wir hier? Abstandsklebepunkte sehen wir uns wieder. Machen sie drauf. Ist ja, ich mag das immer, wenn es 3 Elemente sind. Jetzt können wir sagen, das Merci ist ein Element. Und die Herzen sind die nächsten, gehören dazu. Also geht eins hier unten hin und eins auf die Karte. So. Und dann kann man die Karte öffnen, vielleicht noch ein Einlegeblatt rein und hier oben die Karte in der Karte öffnen. Und wir haben es verdoppelt, indem wir das Element auch weiter verwenden. Wir könnten es jetzt auch so rum draufsetzen mit dem Merci hier drüben. Aber wir können auch mal die Klappe abschneiden, auf meine Breite zuschneiden. Und auf die Kartenfront setzen. Mit oder ohne Abstand. Ich mache mal ohne Abstand. Und schon passt das. Entweder in die Ecke oder auch da eine Mattung drauf, damit notfalls unten noch mal drehen, gerade schneiden. So, was setzen wir hier drauf? Wollen wir mal eine andere Schrift nehmen? Wir nehmen mal diese Schrift, setzen wir die hier drauf. Warum nicht? Hier drüben habe ich das so gestaltet, sehr nah an der Originalkarte, die ja hier ist. Genau. Und hier setzen wir das drauf. Ja, während ich hier so vor mich hin bastel, denkt unbedingt dran, nachher bei den anderen Mädels von unserem Videohop noch zu schauen, auch bei das Stempel-Marile. Bin immer beschäftigt mit der richtigen Grammatik. Genau, die so nett war und einfach eingesprungen ist. Klar, da unterstütze ich euch, hat sie gesagt, weil ich sich gefragt habe. Das war super. Und ich bin schon ganz gespannt auf ihre Idee. Und auch bei Merle und Annalena gibt es tolle Ideen zu sehen. Und
im nächsten Monat sind wir vielleicht wieder in unserer Originalbesetzung bei 5 Demos, 5 Ideen. Ja, das ist die zweite Karte von dieser Variante. Und das dritte ist das hier mit diesen schönen Punkten. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich gestalte das einfach so. Also das wäre das Original. Und hier arbeite ich mit diesem pazifikblauen Karton. Finde ich auch sehr schick. Ich glaube, das habe ich auch so zu. Ich habe mir das so zugeschnitten, glaubt das? Also, ich habe hier einmal die Karte, kürze diese Lasche jetzt. Gehe ich auch wieder auf meine etwa 7 cm, schneide ich das Element ab. Zwar falsch, es sind 5,2 cm, macht aber nichts. Wir arbeiten hier mit allen Variationen. Also, die halbe Kartenfront sind eher 10,7 cm, sprich 4,25 Inch. Da war vorhin schon den Denkfehler, den könnt ihr euch rauskorrigieren. Hier oben setze ich jetzt doppelseitiges Abreißklebeband drauf, 2 Streifen, lege meinen Farbkarton, den ich zugeschnitten habe, in der Breite unten rein. Notfalls nehmen wir eine Bastlerschraubzwinge, falte das hier rum und schon passt das. Und setze jetzt das Senks hier drauf und schau mal, ob ich noch ein Band habe oder das Danke da drauf, wie auch immer. Mein Band ist jetzt extrem kurz. Ich mache es also ohne Band, kein Thema, das geht auch ohne. Und baue das einfach hier drauf. Mit oder ohne Band, jetzt könnte ich da noch eine Schleife dran bauen. Und schon sitzt das. Noch ein paar Herzchen dazu. Abstandsklebepunkte. Und dann haben wir auch die zweite Karte fertig und wir haben das nächste Element einmal. Nur abmachen müssen wir es noch. Genau. Einmal wieder geteilt und aus einer 2 gemacht. Und schon können wir das wunderbar verdoppeln. Ihr erinnert euch, falls da was fehlt, weil ich habe ja gesagt, von diesem Herzigen sollte man vielleicht ein Element original verarbeiten, um die vielen Herzen zu haben. Vielen Herzen einzeln zu haben. Dann kann man mit der Schablone immer wieder weiter nacharbeiten, dass man genug Elemente zusammenkriegt. Jetzt habe ich hier noch aus dem restlichen Schnipselchen so eine kleine Schleife gemacht. Die setze ich hier mit an die Ecke. Für kleine Schleifen arbeite ich echt auch gerne mit den Klebepunkten. Setze ich da hinten zusammengerollt drauf. Sträube dich nicht so, genau. Und dann wird das hier vorne einfach an die Ecke gebaut. So, das Endchen ab und schon sitzt da ein kleines Schleifchen. Noch einen besseren Platz finden für das Schleifen, nehmen wir es einfach nochmal ab. Auch das geht mit den Klebepunkten super. Hier war genug Band noch da. Genau. So, und das andere Element, da brauchen wir wieder nur einen Kartenrohling. Mal gucken, ob wir noch einen haben oder ob wir das versäumt haben. Wir haben nur einen weißen, das wäre natürlich jetzt blöd. Also nehmen wir uns noch mal einen von meinen Karten und den Papierschneider. Ich habe ja gesagt, es ist das Maß, was ich genommen habe, der Originalkarten. Also gehe ich hier auf 11 Inch. Und lege mir dann das Ganze bei 5,5 an. Habe meine Falzlinie in der Mitte. Und da bin ich wieder nicht ganz am Optional, teile es bei 10,5 cm. Ihr seht schon, ich switche hier so ein bisschen zwischen den Welten, zwischen den Maßen hin und her. Und dann setze ich das hier drauf. Passt wunderbar. Hier wäre jetzt also sogar große Fläche, da war es schmaler. Ich schaue, ob mir das gefällt, setze dann mein Merci drüber. Ich setze Merci drüber, das ist ein Joke. Süßigkeiten sind jetzt hier gestrichen, habe ich beschlossen. Also ich setze kein Merci drüber. Ich setze das Wort drüber. Merci, danke oder thanks oder das Niederländische. Kann ich aber nicht, deswegen mache ich es dann doch so. Sollte da wieder was nicht ganz hinhauen. Ihr wisst ja, die Schere macht es möglich. Wir kürzen es. Wir legen es auf. Wir setzen Merci drauf, wie schon gesagt. Jetzt wieder mit Abstand. Und schon ist das fertig. Und
Ihr könnt durchrechnen. Jetzt natürlich nicht, weil ich euch einmal das Original gezeigt habe. Aber wenn wir alles halbiert hätten und ihr wisst schon, so verfahren mit dem ersten, wie von mir vorgeschlagen, dann habt ihr 18 Karten mindestens. Und das war ja der Plan. Ich lege jetzt mal alles, was ich hier habe, schön breit gefächert hin. Ihr seht, es ist immer noch genug da, es ist noch Suppe da, es ist noch genug Text da, es sind noch genug Aufkleber da. Den Bling Bling habe ich bis jetzt völlig übersehen. Damit könnt ihr also auch noch arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich passende Umschläge faltet, fragt einfach, können wir zeigen. So, ich gehe jetzt mal hiervon aus. Wie gesagt, die hätten wir noch geteilt, dann wären es noch mehr geworden. Jetzt setzen wir die hier hin und richtig zerschnitten kommt ihr dann wirklich am Ende auf 18 Karten. Und mein Favorit ist tatsächlich diese Variante hier. So, das war's von mir zum Thema Herzlich Basteleien mit Herz. Ihr seht, ich habe überall meine Herzen verschleudert. Es würde immer noch mehr gehen mit dieser Schablone, aber wir sagten es bereits. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Freude dran, es nachzuarbeiten oder andere Sachen zu basteln. Ich zeige mal noch ganz schnell so ein paar kreative Sachen ins Bild. Das Demo-Doppel, wenn ihr euch erinnert, da gab es mit dem Paket Rustikal Floral. Annalena und ich, wir haben verschiedene Anleitungen gezeigt. Alle verlinkt in einer Playlist. Schaut euch das am besten an. Überhaupt findet ihr bei mir jede Menge Playlists. Und noch eine Idee, was man mit diesen Kreativsets auch machen kann. Man muss da nicht immer so nach Vorlage arbeiten. Auch mit diesem Set könnte man ein wunderschönes Mini-Album gestalten. Wenn ihr es sehen wollt, sagt einfach was. Das hier ist aus dem Kreativset in Weihnachtsstimmung. Mein Adventsjournal im Schuber. Das mal wieder schön in den Schuber reinpasst. Im Moment klemmt es, wir uns nicht kaputt spielen. Genau, Möglichkeiten ohne Ende. Einfach kreativ werden. Hier geht es weiter mit noch mehr Ideen und natürlich mit der Playlist zu unserem Videohop. Schaut vorbei bei Annalena Merle und bei dem Stempel Marile. Ich freue mich, euch zu sehen im nächsten Video. Bis dahin, eure Angela von der Stempelfamilie.